Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um diesen Kollegen hier. Zuallererst schauen wir uns mal an, was brauchen wir eigentlich an Werkzeug, um genau diese Arbeit zu machen. Kann man sich überlegen, was man macht. Das bleibt aber jedem überlassen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich zeige euch jetzt, wie ich das auseinander gemacht habe und danach geht es weiter mit dem Zusammenbau. Das war's schon. Schauen wir uns mal an, was brauchen wir eigentlich an Werkzeug, um genau diese Arbeit zu machen. Zuallererst benötigen wir mal eine Ratsch oder eine Verlängerung für eine Ratsche, die 60 cm circa ist oder länger, geht natürlich auch. Und wir brauchen, um den Wellendichtring auf der Antriebsseite, also auf der Seite, wo die Kardanwelle reinkommt, brauchen wir einen sogenannten Zapfenschlüssel. Den Zapfenschlüssel, den gibt es original bei BMW, bekommt ihr aber auch ungefähr um die Hälfte günstiger im Internet. Der Nachteil bei den günstigeren ist, dass der Zapfenschlüssel hier außen drauf einen Sechskant hat, wo man wiederum mit einer Nuss, mit einer Stecknuss drauf geht. So wird das Ganze relativ lang und ihr seht auch später, warum das nicht zu lang sein sollte. Bei dem originalen BMW Zapfenschlüssel ist es eben so, ich zeige euch das mal, ist es eben so, dass hier das genau flach ist und beim Ausbauen im HAG ist das fast bündig mit dem Gehäuse vom HAG. Das hat was mit dieser Kippwirkung zu tun und wie viel Hebel habt ihr hier vorne, wenn ihr so lang seid mit dem Hebel, mit einer Verlängerung sogar noch, dann kann das Ganze viel schneller kippen. Und diese 4 Zähne, die hier oben drauf sind, das kann natürlich verrutschen und dann gehen die kaputt, beziehungsweise die Gewindehülse, die dort innen drin sitzt. Das ist das eine, was ihr benötigt. Ohne das bekommt ihr den Ring nicht raus. Brauchen wir auch erst gar nicht anzufangen, gibt keine Chance. Als zweites ist im HAG natürlich eine Mutter drin und die Mutter, die hat eine Schlüsselweite von 36 und dafür braucht ihr eine 36er Nuss. Die Nuss muss auch relativ lang sein, weil ja der Zapfen im HAG für die Antriebswelle da noch steht und der muss natürlich in die Nuss hier reinpassen, sonst könnt ihr die Mutter vorne nicht genau greifen. Auch hier gilt es natürlich, wenn die Nuss nicht lang genug ist, dass ihr mit der Ratsch vorne drauf kommt, dann müsst ihr eine Verlängerung haben oder eben halt gleich die passende Nuss dazu kaufen. Um den Wellendichtring, der da drin ist, wenn der undicht ist, zu erneuern, braucht ihr natürlich auch einen neuen Wellendichtring und da empfehle ich euch, kauft den bei eurem BMW-Händler, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann, das sehen wir dann aber jetzt auch alles, gibt es in diesem Hinterradantrieb, wenn das zusammengeschraubt ist, ein sogenanntes Druckstück. Das ist so eine Stahlhülse, die kann, wenn schon einige Kilometer auf dem Fahrzeug drauf sind, kann die eingelaufen sein. Wenn man eine Originalhülse da drin hat, dann könnte man die ausbauen und sie einfach drehen und nochmal verwenden, weil der Wellendichtring auf der Hülse eben nur auf einer Seite läuft. Und man könnte den dann einfach drehen und die gute Seite noch weiter benutzen. Das kann man machen. Allerdings muss man sagen, bei BMW Direkt kostet dieses Druckstück ungefähr 15 €. Kann man sich überlegen, was man macht. Das bleibt aber jedem überlassen. Für das wieder zusammenzubauen, benötigt man noch 2 ganz besondere Sachen. Einmal 2701er Schraubensicherung, also hochfeste Schraubensicherung für die Mutter und für diese Gewindehülse hier, für die große Gewindehülse, in dem der Wellendichtring drin sitzt, da benötigt man 577 Gewindedichtmittel, welches auch chemikalienfest ist. Das gibt es von Loctite. Ich habe es von anderen Herstellern noch nicht gesehen, aber vielleicht bekommt man das auch. Ja, und wenn man dieses Hinterradantriebgehäuse so hat, dann sitzt ja hier vorne im Prinzip als allererstes mal das Gewindestück hier drin mit dem Wellendichtring. In der Mitte sitzt dieses Druckstück und das Druckstück wird unten aufs Lager gepresst durch die Mutter. Das sitzt alles hier drin.
kann man zwei Sachen machen. Man kann das Ganze in einen großen Schraubstock einspannen, hier unten, und kann versuchen, diese Schrauben zu öffnen, die ja eingeklebt sind. Also haben wir ja schon gesehen, einmal mit der hochfesten Schraubensicherung und dann mit dem Gewindedichtmittel. Das Ganze muss erwärmt werden. Einmal dieser Gehäusehals muss erwärmt werden und eben halt auch die Schraube in der Mitte, dass man die überhaupt aufkriegt. Und da muss man schon mit so einer langen Ratsch dran zerren im Endeffekt, um das überhaupt aufzubekommen. Das ist im Schraubstock, das geht, ja, das kann man machen. Problem ist allerdings, dass das Ganze sich hier ja dreht. Ne? Wenn wir hier das Außen sehen, wenn ich hier innen die Welle drehe, dreht sich außen natürlich die Narbe, das Anschlussstück fürs Hinterrad. Und wenn wir da irgendetwas schrauben wollen, also das äußere Gewindestück, das können wir natürlich aufschrauben im Schraubstock. Aber in dem Moment, wo wir die Mutter aufschrauben wollen, haben wir natürlich das Problem, dass die Welle einfach mitdreht. Funktioniert also nicht. Das heißt, man müsste sich etwas basteln, indem man eben die Achse, die Narbe, also das Tellerrad sozusagen, gegenüber dem Kegelrad abstützt bzw. blockiert, damit man überhaupt da drehen kann. Das geht im Schraubstock, ja, aber man kann natürlich hier unten sich auch einiges kaputt machen dabei und das Ganze ist ein bisschen schwierig. Ich habe allerdings eine andere Lösung und die zeige ich euch jetzt. Im Übrigen gibt es dazu natürlich ein Spezialwerkzeug von BMW, eine Aufnahme, in der man das HAG einspannen kann. Diese Platte oder dieses Werkzeug spannt man dann wiederum im Schraubstock ein und kann so an alle beliebigen Stellen auch dran. Einmal vorne für das Kegelrad, für den Wellendichtring, aber man kann natürlich auch das Teil einspannen oder so einspannen, dass man den Hinterradantrieb komplett zerlegen kann, sowohl die Kegelradseite als auch die Tellerradseite. Nachteil ist allerdings, dass dieses Werkzeug irgendwo bei 500, 540 € liegt. Und ich habe mir Eisen geholt, beziehungsweise Stahlrohr und habe ein bisschen rumgeschweißt und habe mir einen eigenen Halter gebaut, mit dem ich diesen Wellendichtring gut austauschen kann. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das ist einmal, also der Hinterrad, wir sehen das im Video, also wenn ich das auseinandernehme jetzt gleich, dann seht ihr das, wie das gemeint ist. Ich habe hier oben zwei Radschrauben im Prinzip, 2 Stück. Das heißt, der Hinterradantrieb wird hier unten eingesetzt mit der Narbe nach oben und wird auf dieser Seite eben an dem Widerlager für die Strebe befestigt mit 2 Distanzhülsen, dass man das Ganze ordentlich festmachen kann. Dieses ganze Teil wird dann, also dann guckt hier im Prinzip der HAG-Gehäuse raus mit dem Kegelrad, dass man also hier schrauben kann. Und das Ganze kann ich dann einfach mit Schraubzwingen auf der Hebebühne oder auf einer festen Arbeitsfläche befestigen und kann so genug Gewalt ausüben, wenn das Ganze richtig warm gemacht ist, um die Mutter und die Gewindehülse, also diese Gewindehülse hier, zu öffnen. Der Sinn hier von dieser Strebe ist letztendlich, die Narbe an sich am Drehen zu hindern, dass ich eben überhaupt die Schraube aufbekomme. So, ich habe das bereits alles schon auseinandergenommen. Die neuen Teile sind allerdings noch nicht drin. Ich zeige euch jetzt, wie ich das auseinander gemacht habe und danach geht es weiter mit dem Zusammenbau.
Für die Montage von dem Ganzen, nachdem es zerlegt ist, setze ich mir das ganze Teil wieder hier in den Rahmen ein. Mache hier oben die Schrauben rein. So, dann habe ich hier die Hülse. Bei der Konstruktion ist es wichtig, dass von oben und von unten eine Hülse ist. Wenn ihr das nur in dem Gummi innen drin spannt, dann zieht ihr euch auf diese Art und Weise das Gummilager hier in der Querstrebe raus. So, dann können wir ist das Ganze befestigt, schraubt es noch fest und so haben wir hier vorne Platz, um alles einzusetzen. Wichtig sei nochmal erwähnt, sowohl das Gewinde hier drin am Gehäuse, also das große Gewinde hierfür und das kleine Gewinde auf dem Kegelrad muss absolut frei sein von Resten von diesen Gewindedichtmitteln bzw. von der Schraubensicherung. Das kann man hier drin realisieren mit einem Dremel zum Beispiel und einem Aufsatz, ansonsten mit Aceton. Hier ist es relativ leicht, ich habe das einfach in Aceton eingelegt, 1-2 Stunden danach konnte ich das alles ohne Probleme rauskratzen. Das gleiche gilt für die Mutter, die kann man auch weiterverwenden und den Ring habe ich in dem Fall erneuert. So, bevor wir das Ganze allerdings machen, müssen wir in diesen Ring, zeige ich euch hier mal, in diesen Ring den Wellendichtring einsetzen. Und zwar hat dieses Teil hier hinten ein Sockel sozusagen, in den dieser Wellendichtring so rum eingesetzt wird. Und zwar, dass die Dichtlippe innen Richtung HAG zeigt. Also das ist die Außenseite mit der Verzahnung hier und der Dichtring sitzt dann im Endeffekt hier drin. Wichtig dazu ist auch, dass das hier genau sauber ist, dass der ordentlich hier in diesem Ding drin sitzen kann. Und dann, das machen wir als erstes und dann können wir eigentlich schon anfangen, das Ganze zusammenzubauen. So, zum Einpressen von diesem Wellendichtring, das kann man natürlich mit dem alten Wellendichtring auch machen. Ja, das ist der neue, den alten da oben drauf gesetzt und das Ganze dann vielleicht auch mit dem Hammer eintreiben. Besser ist natürlich, wenn das exakt gerade eingepresst wird. Ich mache da ein bisschen Öl außen drauf. Dann legen wir das da oben rein. So, dann habe ich hier ein Distanzstück. Das war's schon. Und so sitzt der Wellendichtring da unten drin. Hier kommt dann später das Druckstück rein und dann ist alles in Ordnung. So, im ersten Step machen wir hier das Gewindedichtmittel drauf. 577 von Loctite. Ich mache das mal komplett außen rum und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn wir das Ganze gemacht haben, dann setzen wir das Ganze hier an. Und drehen das hier ein. Ohne Druckstück. So, und wichtig ist, dass ihr so viel Gewindedichtmittel verwendet, dass wirklich das ganze Gewinde abgedichtet ist. So, und ihr müsst natürlich dann auch relativ zügig das Ganze festdrehen. Und das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Wenn ihr den Zapfverschlüssel hier reinsteckt, dann ist das hier vorne fast bündig. Und wenn ihr hier jetzt allerdings noch einen Sechskant drauf habt, also beispielsweise hier für einen 36er Schlüssel, dann habt ihr den Sechskant, die Nuss oder einen Ringschlüssel, aber der Ringschlüssel ist zu kurz, dann kippelt das Ganze hier. Und das habt ihr natürlich bei der originalen BMW-Nuss nicht, weil die eben hier schon relativ weit drin sitzt. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. 160 Newtonmeter. Und los geht's.
war's schon. Warum ist es so wichtig, dass ihr das Gewinde dicht nehmt? Einmal ist das natürlich eine Sicherung für die Schraube an sich, das ist das eine. Und das andere, dieses 577er hier, ist chemikalienfest, also fürs Getriebe, Getriebeöl und so weiter und so fort. Der Wellendichtring, der dichtet innen zum Kegelrad ab, also zu dem Druckstück, dieses hier. Aber außen das Gewinde vom HAG-Gehäuse und innen dieser Schraube, da ist natürlich keine Dichtung, also muss da auf jeden Fall 577er Gewindedicht rein. Wie viel ihr davon nehmt, ich mache das immer so. Ich mache die Hälfte vom Gewinde mache ich komplett voll mit diesem Gewindedichtmittel. Und währenddem man dann zuschraubt, verteilt sich das im ganzen Gewinde bis nach vorne hin. Nicht aus Angst zu wenig nehmen, dass man es irgendwann nicht mehr aufkriegen könnte. Man kriegt es wieder auf, man muss es nur richtig warm machen. Aber es könnte sein, wenn ihr zu wenig nehmt, es ist nicht genug dazwischen, dass es an der Stelle eben halt undicht wird. So, wenn wir jetzt hier reingucken, sehen wir die Gewindehülse. Wir sehen umlaufend genügend Dichtmittel und wir sehen hier hinten drin den Wellendichtring. Und jetzt ist es so, dass diese Hülse da hinein muss. Und zwar so, dass sie den Wellendichtring nicht kaputt macht. Dazu öle ich den nur außen ein bisschen, nicht innen und auch nicht zu viel. Denn wenn uns wieder Öl aufs Gewinde hinten drauf kommt, dann hebt unsere Schraubensicherung für diese Mutter, die letztendlich da außen noch drauf kommt, um das Ganze zu fixieren, hebt nicht mehr. Und das machen wir jetzt mal als nächstes. So, ich habe das Ganze also geölt. Jetzt kann ich den da drüber schieben. Ich hoffe, man sieht das. Jetzt sitzt die Gewindehülse da innen drin und zwar so, dass sie den, also weit, naja, die wird ja sowieso mit der Mutter noch ein bisschen runtergedrückt. Wichtig ist, dass eben der Wellendichtring exakt da drauf sitzt, das ist das eine. Und das andere ist, dass der Wellendichtring nicht von der Schraube in irgendeiner Form beschädigt wird. So, und hier an der Stelle ist das absolut passend, das sitzt wunderbar. Jetzt machen wir hier innen an die Mutter, machen wir Schraubensicherung, schrauben die Schraube auf und drehen die mit 200 Newtonmeter fest und dann ist die ganze Sache schon erledigt. Ich habe also hier nochmal den Sitz von der Schraube unten noch ein bisschen mit einem Tausender Schleifpapier ein bisschen plan geschliffen, also nicht viel. Überschüssige Schraubensicherung machen wir gleich weg. Auch überschüssiges Gewindedichtmittel. So, dann können wir die Mutter vorsichtig so andrehen und kontrollieren nochmal, dass der Wellendichtring nicht an der Mutter ansitzt. Das tut er in dem Fall nicht. Sitzt genau auf der Hülse. Passt alles. Und jetzt können wir dem Ganzen 200 Newtonmeter geben. 200 Newtonmeter. Newtonmeter. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao.